Ist die DNS-Konfiguration von 25 Reports grundsätzlich abgeschlossen, sprich man hat die Domain hinzugefügt, für die man DMARC überwachen bzw. konfigurieren möchte, dann dauert es mindestens 48 bis 72 Stunden, bis die ersten Report-Daten zu sehen sind. In dieser Zeit kann man mit Hilfe 25 Reports dennoch bereits an der DMARC-Konfiguration arbeiten, denn der Service überwacht und analysiert nicht nur die Reports, sondern prüft auch die DNS-Konfiguration für DMARC, SPF und DKIM. Wie gut oder schlecht die DNS-Konfiguration aussieht, fließt in die sogenannte Domain-Bewertung ein, die am Ende ein Rating von A bis F ergibt. A steht für eine optimale Konfiguration, welche keine DNS-Fehler enthält, während F anzeigt, dass noch keine Einträge für DMARC, SPF und DKIM vorhanden sind. Wenn man sich nun mit dieser DNS-Konfiguration auseinandersetzen möchte und wissen will, warum genau man keine optimale Konfiguration hat, bzw. wie man zu einem A-Rating gelangt, kann man eine einzelne Domäne auswählen und auf die Kachel Domainbewertung klicken. Bei der Domainbewertung für die einzelne ausgewählte Domäne sehen wir zunächst übersichtlich, in welchen Einträgen, ob SPF, DKIM oder DMARC, Probleme gefunden wurden. Weiter unten, bei den jeweiligen Tabs, kann man diese Probleme dann im Detail nachvollziehen. Zum Beispiel für DMARC wurde eine suboptimale Konfiguration gefunden, da die Policy nicht auf Reject steht. Das sehen wir auch, wenn wir uns den aktuellen Eintrag ansehen, den wir für DMARC in der DNS-Zone finden. Dort steht der Policy-Schalter auf None. Für eine optimale Konfiguration und damit, dass DMARC überhaupt wirksam wird, sollte die Policy auf Reject gestellt werden, sobald SPF und DKIM erfolgreich eingerichtet sind. Dies ist einer der Punkte, die das Rating dann verbessern. Schauen wir zum Beispiel in den SPF-Tab. Auch hier wurde ein Problem gefunden. In diesem Beispiel ist der SPF-Eintrag an sich ungültig. Wie wir hier sehen können, ist ein SPF-Eintrag im Gegensatz zu einem DMARC-Eintrag nicht einfach nur ein flacher Eintrag, sondern oft durch Redirects oder Includes verschachtelt. 25 Reports wertet jeden einzelnen dieser Einträge, die in Includes oder Redirects enthalten sind, aus und prüft jeden auf Vollständigkeit und Richtigkeit. Beispielsweise wurde hier ein ungültiger Mechanismus gefunden, aber auch Hostnamen, die anscheinend nicht aufgelöst werden konnten. Auch beim SPF-Eintrag können wir den vollständigen Eintrag jederzeit mit allen Includes oder gefundenen Redirects nachvollziehen. Außerdem, genau wie bei DMARC, können wir uns die Historie bzw. die Änderungen der jeweiligen DNS-Einträge ansehen, ab dem Zeitpunkt, ab dem eine Domäne in 25 Reports verifiziert wurde. In der Historie können wir zunächst die letzte Änderung sehen, die an dem jeweiligen Eintrag, in diesem Beispiel dem SPF-Eintrag, vorgenommen wurde. Und genau nachvollziehen, was hinzugefügt, entfernt oder verändert wurde. Wir können aber auch frühere Einträge in der Historie vollständig einsehen und am Datum ablesen, wann eine Änderung das erste Mal durch 25 Reports erfasst wurde.